Hallo, diesmal es ist zwei mehr Stück für dieses Reinigungswerkzeug an der Reihe. Also die meiste auf diese Arbeit passiert am Drehbank und ein bisschen in Fräsmaschine, aber nicht viel. Also ja, jetzt anfangen wir mit diese. Jawohl, zuerst soll ich eine gewöhnliche Teil als ein Werkstück hier auf diesem Material trennen. Wir machen zwei Teile. Eins ist 52 mm, 25 25 mm lang und die andere ist 9. Also das ist zusammen 34. 45 mm. Und das Genauigkeit mit dieser ist, ja, das ist genug. Und nun sperre ich diese Hauptschlitten, so es bewegt, Entschuldigung, so es bewegt sich nicht. Und dann ein bisschen Schneidöl hier. Diese Geschwindigkeit dann 600. Das ist okay. Und das ist eine alles rückwärts Trennklinge. Also ich drehe diese rückwärts und dieselbe Klinge ist auch rückwärts. Und nun, ja, kommt Öl. Und jetzt probiere ich hier ein bisschen. Okay. Dann gehen wir. Und ich versuche diese manuell. Man konnte ein maschinelles Versuch verwenden, aber okay, das reicht. Nicht mehr. Jawohl. So, hier diese hier runter haben und dann ein bisschen Platz hier, so, und dann säge ich. Aha, oh, wow. Ich glaube, es ist ganz, ja. Mal sehen, wie es ist. Ja. Okay. Das ist das. Okay. Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr verwenden hier. Ja. Und diese Oberfläche will ich später ein bisschen besser machen. Ich glaube, ich muss es stützen hier in die Mitte. Okay. Und nun diese Klinge austauschen. Okay, das sollte gut sein. Und dieser erste Schnitt muss ich unter diese Schale, diese Krust gehen, weil diese ist heiß gerollte Stahl, heiß gewalzte Stahl. So ich muss unter diese Oberfläche gehen.
ob ich nur kratzen, denn so es bricht meine Klinge. Ich meine ganze Weg kratzen. Hier kann ich ein bisschen kratzen, jawohl. So da. Also ich nehme halb Millimeter erst. Ja. Alles ist okay. Los geht's. Mal sehen, was passiert hier. Ja, es ist definitiv unter diese. Was heißt das? Das ist eine, wenn man hitzt diese und dann walzt, bekommt es eine Oberfläche, welche ist ein bisschen hart. Und deswegen muss ich diesen Weg machen. Halb Millimeter, okay. Nächster Schritt kann ich 1 Millimeter. Ja, ich probiere, was das tut. Aber ja. Und 8 Millimeter diese Weg. Das dauert. Das dauert. Okay. Musik. Okay, jetzt habe ich diese schrubbt, aber ja, ich habe sie diese dreht, so dass diese Durchmesser ist 1 mm zu groß und diese Länge hier, diese ist 1 mm zu lang und dieser Durchmesser ist 2 mm zu weit, zu breit, weil ich hatte keinen Platz für diese Klinge da habe. So, und dann habe ich diese Klinge ausgetauscht. Das ist eine
Dinge, welche hat sehr, sehr wenige Schnittkräfte. Also man kann diese drehen, weil man keine Stütz hier haben. Also ja. Aber man muss ganz dünne Schichten wegnehmen. Ich nehme weg 0,25 mm pro Gang. Und am Momentan diese ist so rau, das ist nicht möglich zu messen. Also ich muss erst es drehen, eine bessere Oberflächequalität und dann messe ich ihn, aber nicht vor. Also, wir haben hier, ich denke, ich könnte mehr Geschwindigkeit haben. Lass uns sehen. Ja, das ist 1200 Umdrehungen pro Minute und die Warschub beträgt 0,038 mm pro Runde. Also, los geht's, die erste Schicht. Mal sehen, wie das geht. Jetzt kann man das messen. Oh, das ist glatt. Schön. Ich weiß nicht, was das beträgt am momentan, aber wir sehen das sofort. Und das ist 32,64, glaube ich. Nun kalibriere ich meine QR-Schlitten-Skala hier, so dass die nächste Schritt soll ganz genau 32,5 mm sein. Ich versuche diese so machen, dass die letzten zwei Schichten sind ähnlich. Ja, mal sehen. Ja, wir sehen, wie das ist. Ja. Ja, das ist glatt. Richtig glatt. Nun sollten es exakt 32,5 mm sein. Ganz genau. Ja. Ja. Ich liebe meine Weiler. Und nun halb Millimeter in zwei Gänge. Also, erster Schritt 0,25 mm wegnehmen und dann eine andere ähnlich. Aber ich messe es zwischen diese zwei. Ja, diese Messung, das muss nicht genau sein, aber ich übe hier auch. So, nun sollten wir 25 mm, ja, 100. Ja, aber ja.
Und dann, los geht's. Das ist die letzte. Ei, ei, ei. Es gibt ein bisschen Vibrierung. Ich kann das hören. Ah, jawohl. Und jetzt sollte es genau 32 mm sein, diese Oberfläche. Und das Qualität ist sehr schön. Sehr schön, wirklich. Ein bisschen unter. Ja, ein bisschen. Aber das ist okay. Und dann soll ich diese drehen. Momentan kümmere ich nicht um diese Tiefe hier, diese Distanz, diese Länge. Ich nehme diese zurück ein bisschen. Ja. Da. Dann stelle ich meine Sperre hier. Und dann berühre ich diese über. Kann man, yes, jawohl. Hier unter. Ich berühre diese Oberfläche hier. Ja, das ist gut. Ein bisschen weiter und dann berühre ich diese Durchmesser dann. Ja. Und ich nehme zuerst 0,25 mm Weg. Los geht's. Aha, es vibriert. Man kann das hören. Aha, okay. Okay, dann nehmen wir diese. Ja, man kann auch sehen, dass es hat vibriert. Und das ist schlecht. Aber ich habe hier ich kann diese Geschwindigkeitsmodulierung verwenden, welche hilft. Ganz viel eigentlich. Aha. Und diese soll 10 mm. Und das muss man genau machen. Und momentan es ist 12,75 ungefähr. Also wir müssen ganz viel wegnehmen hier. Also nächste Schicht. Hoffentlich das vibriert nicht so viel. Als Sie kann hören, diese Geschwindigkeit variiert nun. Und meine Meinung hier ist, dass wir hören, wie das geht. Lass uns messen diese. Ja. Das ist 11,99. Ja, das ist eigentlich gut, wie es ist. Das ist eine gute Ding, ob es ist ein Hundertstel kleiner als 10 mm. Also ich könnte diese
Skala haben wie es ist. Okay, dann nächste. Aha. Ja. What? Was soll uns es messen? Nochmal. Sollten ganz... was sollten es werden momentan? Ja, 11 mm. Ja, ein bisschen unter 11 mm. Ja. Gut. Dann fortsetzen wir. Noch mehr. Ja, viel besser. Ah. Und nun lasse ich ihn da bleiben. Ich habe meine Hauptschlitten riegelt, so dass diese Hauptschlitten bewegt sich nicht. Also, das sollte ganz genau, ein bisschen unter 10 mm sollte es sein. Ein ganz bisschen. Möglicherweise 5 Mikronen. Und das ist gut. Und dann diese Oberfläche hier, das soll ich plan drehen. Und diese mache ich so, dass ich mit diese Oberschlitten, ich bewege die Klinge nach ein bisschen inneren. Ich glaube, ganz wenig. 0,5 und 1. Lass uns sehen, ob das reinigt diese Oberfläche. Jawohl, es soll es reinigt machen. Gut. Ich versuche diese mit manuell versuchen. Also. Okay. Und das ist gut. Ja, gut. Und ein ganz scharf Ecke da. Und danach soll ich diese Länge, ich muss es messen zuerst, das ist, wie lange soll es sein? 16 mm. Aber zuerst soll diese aha, das Klinge ist da und dann nehme ich zurück ein wenig Dinge hier und dann
Jawohl. Lass uns es messen. Und diese ist die Mikrometer, ich mag nicht. Jetzt diese ist 50. Oh, wir haben viel. Ich weiß nicht, wie ich sollte diese. Ah, wie diese. Ja, okay. Okay. Weil diese ist sehr schwierig zu messen mit dieser. Ist das? Ah. Wie liest man dies? Ah, okay. 20 minus Perkele. Ah. Ich glaube, ich verwende meine Reiseanzeige hier zuerst. Es gibt Genauigkeit von 0,1 mm und das ist, ich glaube, genug für diese. Ich kann es in jedem Fall ganz nahe bekommen. 17,5 mm, also 1 mm. Ich könnte ein bisschen mehr nehmen. Ja. Und jetzt haben wir 1 mm weggenommen. Und nun. Und diese ist nun nahe 16 mm. Und nun versuche ich diese messen. Ah, okay, das geht, möglicherweise. Ich weiß nicht, wie man sollte diese halten. Aha, diese Weg dann? So. Nein. Jetzt soll ich glaube, ich nehme nur 0,25 mm davon. Jetzt sollte das fertig sein. Und nächster Schritt, diese Zentrierbohrung besser machen und dann trennen. Ja, jetzt soll ich hier ein 5 mm Loch bohren und die Tiefe ist ja, sollten 16 mm sein. Okay. Was für eine... Was ist das? Ist meine... Ist diese kaputt? Jawohl, diese ist kaputt. Das sieht gut aus, aber ist nicht gut. Und das ist 5 mm. 5 mm. Ich muss es so platzieren, dass, okay. Ich kann messen diese Tiefe, okay. Das Bohrer war kaputt. Ja, wirklich kaputt. Ein bisschen mehr. Ja, das ist gut. Diese ist scharf. Ach ja, wir müssen das stützen auch. Diese muss man nicht vergessen.
Ich glaube, das ist, ja, okay. Und dann noch einmal ein Bügelsäge und ein Gummimatte. Was heißt denn Matte? Eine, weiß nicht, was diese heißt in Deutsch. Teppich, glaube ich. Ich glaube, ich kann ihn, ich biege ihn und dann es kommt los. Also, ja. Ja. Und ich soll diese Oberfläche drehen, aber nicht jetzt. Ich will nicht dieses Werkstück wegnehmen. Ich soll die andere Teil machen nun. Okay, nun es ist da. Ja, nun kann ich diesen Plan drehen. Ja. Ich muss diese kleine Dinge davon entfernen. Also stützen es über hier und dann. Diese kleinen Dinge wegnehmen. Ja, es ist weg. Und diese Ecke auch. Ah. So dass ich nicht meine
Wurste hier verletze mit dieser scharfen Ecke. Okay. Yep. Okay. Ich glaube, das ist schön. Und dann platziere ich diese hier in die Porfutter. Und dann, wenn ich ihn drücke mit diesem Reitstock, so bekommt es genau. Ja. Und dann diese Werkzeug weg. Und diese Ecke feilen. Und diesmal, diese Backen sind so nahe, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Und dieser Griff ist nicht optional. Das ist nicht nur optisch. Es ist richtig wichtig, hier einen Griff haben. Ja, okay. Ich kann ihn schauen, eine Dinge hier. Also, hatte ich keinen Griff hier. So. Und ich habe Pfeile hier und dann, ob diese kommt wie diese Punkt hier. Es soll diese Pfeile schlammen und dann habe ich eine Pfeile befestigt in meiner Hand, welche ist möglicherweise gewöhnlich. Aber das schmerzt ganz viel und das ist nie immer Pfeilen in einer Drehbank ohne Griff. Das ist eine Regel. Man sollte nicht abweichen auf diese Regel. Immer einen Griff haben. Und das ist das. Nie mehr Sprache über diese. Also, das ist fertig. Ja. Es ist Zeit für dieses Werkstück hier in meine Schraubstock befestigen. Also ich habe zwei Parallele hier unter und sie haben sie haben einen Spalt, einen Raum für diese Bohrer, so dass ich bohre nicht diese Parallele. Und nun, diese ist locker hier. Und ich bewege diese Y-Achse diesen Weg, so dass es nicht mehr locker ist. Ich kann fühlen, wann es die Backe berührt. Aha. Ja, da ist es. Ein bisschen zurück, möglicherweise. Okay, da. Nun regle ich diese Y-Achse und dann diese Schraubstock hier befestigen. Und dieses Werkstück ist nun in gut Platz. Ja, okay. Dann ich soll meine X-Achse auch regeln hier. Und dann soll ich diesen Weg 10 mm gehen. 10. Also, das ist 4
8 und 2 mm mehr und das ist 10. Jawohl. Diese Platz für diese Loche ist nicht kritisch, aber diese Distanz zwischen diese zwei ist. Also diese ist die erste Loche. Nun. Und ich soll es manuell vorschuben. Und wie viele? Das ist 600 Umdrehungen pro Minute. Okay, das geht. Dann das ist das erste Loch. Und dann 20 mm diesen Weg. Also, ich muss erst vorbeigehen, wie das, und dann zurück. Und 20, und das ist dann hier, glaube ich. Ja. Und das ist der Platz für die zweite Loch. Ja. Also erst vorbei und dann zurück. Und das ist der Grund für diese ist das Backslash. Und nächste Woche. Und ich anfange diese Woche vorsichtig zuerst und dann ein bisschen ja, da. Das ist das. Ja. Und dann 3 Stück Gewinde, M6. Ja, und diese hier ist meine automatische, was heißt das? Automatische Dinge. Also, ich verwende es als eine Sie sehen sofort, was ich verwende ihn für. Wie diese. Ja. Ja. Und dann
So. Und nun sollen wir ein bisschen Schneidöl haben hier. Und dann eine Gewinde schneiden. Ja. M6. Das war das erste. Man. Oh. Okay. Dann 10 mm diese weg. Ja. Dann diese Loche machen. Das ist fertig. Und nun 10 mm diese weg. Hier. Okay. Ich glaube, das ist ja, technisch, diese ist fertig, aber ich wolle ein bisschen feilen es, Brake Cleaner und Rückluft, das ist alles. Okay, und nun, wann ich diese feile, so ich stütze die Pfeile hier in diese Oberfläche, so es entfernt alle Grate auf diese Oberfläche. Und Sie sollen sofort sehen, warum. Und diese auch. Die ganze, ich habe ein Schutzecke hier, so ich kann auch diese handeln, wie diese.
Ja, funktioniert perfekt. Und das ist die Ursache, warum die Distanz, diese zwei Locher, wichtig ist. Und nun die letzte Teil für diese Puzzle sollten diese sein. Aha. Ich denke, ich muss diese Schraube kürzer machen, aber ich schaue Ihnen schon, wie ich diese mache. Das ist zu lang und diese zwei sind also auch zu lang. Und diese ist ja ungefähr die ganze Länge kürzer. Also ich schaue Ihnen, wie ich mache diese Schraube ein paar Millimeter kürzer. Ja. So. Wow. Ja, und das Schraub ist da in meiner Bohrmaschine, hier in Bohrfutter. Und ich soll meine Slidebock hier verwenden. Und warum es ist in dieser ist das, ja, ich kann es rotieren. Und das Winkel, wie man das macht, ist ein bisschen kritisch. Und es muss ganz vorsichtig verwenden diese. Und es handelt sich nicht um viele Menge, eine große Menge Metall, was entfernen muss. Nun 1 oder 2 Millimeter hier. Ich glaube, das reicht. Nächste Schraube. Ich kann das vergleichen. Ja, 1 Millimeter ist weg. Wenn man diese vergleichen, diese weg, so kann man sehen, dass diese ist 1 Millimeter kürzer. Okay. Und man soll ganz vorsichtig hier sein. Keine hohe Druck, sonst ganz leicht nur platzieren diese Schraube nahe so dann funktioniert es. Ich glaube, das ist, lass uns ein bisschen mehr. Und ich stütze meine Hand hier. Und das ist eine schöne Dinge, eine Tisch wie diese haben, wo man kann seine Hand stützen. Ja, 1 Millimeter. Und die letzte Schraube dann. Ja. Das soll ich möglicherweise ein bisschen mehr nehmen, weiß nicht. Ob das ist benötigt oder nicht. Okay, das reicht, glaube ich. Ja. Wie soll ganz sofort sehen, wie das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, ja, okay. Ich hatte einen Fehler hier gemacht. Wissen Sie, man muss diese Kante hier,
Es gibt, man muss diese, ja, ich schaue ihn, ein bisschen mehr schleifen. Also, nun habe ich einen Winkel hier, wie diese. Ja, und das ist genug. Das muss man auch machen, in jedem. Anders kann es so sein, dass es kann nicht in die Gewinde starten. Oder das ist sehr schwierig, es in Gewinde zu starten. Aber nö, das geht. Und das ist nicht will, man muss das tun. Okay, besser, hoffentlich. Ja, okay, das startet, okay. So, hier ist dieser Teil und dann muss man diese hier befestigen und die andere Schraube, die andere Loche. Das ging leicht in, sehr leicht. Okay. Und sie sind kürzere nun, mehrere Millimeter eigentlich, als Sie sehen kann. Sie sind unter dieser Fläche. Also, und die letzte kommt hier. Ja. Ja. Das sieht nicht als Wheel, aber diese zwei Teile sind fertig. Ja. Yep. Jawohl. Jetzt ist dieser Teil oder diese zwei Teile fertig. Und in die nächste Episode sollen wir 4 Teile machen. Also das ist exponentiell. Erst machen wir 1 und nachdem machen wir 2 und dann 4 Teile. Aber dann es ist nicht genug Teile für diese um 8 zu machen. Also ja. Und diese ist sehr gut. Ja. Und diese Proportionen, wie groß es bekommt, das ist gewöhnlich. In die Abbildung, das sieht aus wie ein sehr großes Ding. Aber diese sieht aus wie ein sehr schönes und ein gutes Werkzeug. Ja? Ja, okay. Also, bis dann. Tschüss.